mich älter werden? Was bedeutet für mich persönlich älter zu werden? Was willst du denn überhaupt im Alter, ja? Natürlich, alle wollen älter werden, aber keiner will alt sein. Das ist auch irgendwie Widerspruch. Vielleicht spielt es auch keine Rolle. Also was wäre, wenn wir gar keine Mathematik hätten und keine Zahlen? Wie würden wir dann Alter empfinden? Sicherlich anders. Es geschieht. Jeder wird jeden Tag einen Tag älter und das unterscheidet uns Menschen keinem vom anderen. Jeder wird jeden Tag einen Tag älter. Deswegen denke ich, es geschieht. Man kann vom Äußeren her immer sehen, okay, es sind graue Haare vorhanden und so. Dann wird man den natürlich ein bisschen älter einschätzen. My gray hair is just one example of it. Since I have it, of course, I know that that's more related when people is getting older. In this case, it's not just that, but it's genetics. But still, that makes me believe that I'm actually getting older. Also ich glaube, es ist schwer so zu sagen, okay, ab dem Alter ist eine Person alt. Ich glaube, das hat viel mehr physische und mentale Einflüsse. Man kriegt Falten, irgendwo zwickt und zwackt natürlich. Man merkt schon mal, dass man älter wird, ne? In meinem Alter fühle ich mich richtig gut, weil ich meine, dass ich vieles nicht mehr machen muss und noch vieles vor mir habe. Ich mache mir so wenig Gedanken über das Älterwerden. Ich versuche einfach nur jetzt so gut alt zu sein, wie ich kann. Bei mir merke ich aber auch, dass zum Beispiel mein Zeitgefühl ein anderes geworden ist. Ich habe den Eindruck, ich hatte früher so viel Zeit vor mir für das, was ich so in meinem Leben noch alles machen wollte. Und jetzt habe ich das Gefühl, das hat sich wesentlich verändert. Ich habe den Eindruck, es wird knapper nach vorne hin. Also was ich gemerkt habe, nachdem ich in den Ruhestand gegangen bin, dass es sehr wichtig ist, eine gewisse Struktur zu haben. Man braucht im Leben eine Struktur. Ich weiß, wie alt ich bin. Ich weiß, was meine Möglichkeiten in meinem jetzigen Alter sich ergeben und hergeben. Und das akzeptiere ich so. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich dieses jetzige Lebensalter erreicht habe und vielleicht noch mehrere Jahre. Sondern das ist einfach Typsache. Was fange ich mit meinem Leben an? Was mache ich noch? Was interessiert mich? Wie bin ich noch mit dabei im täglichen Leben? Und da wären manche zügig alt und andere eigentlich nie. Also selbst wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, also ich den Weg nicht weiß, dann trotzdem offen bleiben. Ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ergibt sich ja zwangsläufig, dass man, ich sage jetzt nicht alt wird, sondern älter wird. Ja, das kommt halt einfach und man wächst da ja rein. Genauso wie man ins Erwachsenwerden hineinwächst, wächst man auch ins Älterwerden rein. Und wenn man noch genug zu tun hat und Sinnvolles in sein Leben holt, dann ist das kein Problem. Auch wichtig ist, dass man aktiv bleibt, dass man auch im Kopf aktiv bleibt, dass man auch versucht, körperlich aktiv zu bleiben. Ich habe so viele ältere Menschen kennengelernt, die sehr krank waren, aber nicht darin verbittert sind, sondern noch eigentlich mir manchmal noch was gegeben haben an Hoffnung. Und das wollte ich eigentlich auch so sein im Alter. Ich bin ja älter, ich merke es eher als meine Frau. Wie geht er mit Einschränkungen auch um? Ich habe sicher vieles nicht in der Hand. Vielleicht werde ich ein bisschen merkwürdig, ein bisschen verwirrt, aber ich hoffe, ich bleibe eine freundliche Alte und werde nicht so ein grantiges altes Weib, das nie gelernt hat, Hilfe anzunehmen. Und nicht griesgrämig werden im Alter, sondern froh und zufrieden sein. Und wenn dann Grenzen erlebt werden, muss ich die zulassen und habe trotzdem noch genügend Freude. Kommen vielleicht noch andere Freuden hinzu, von denen ich noch nichts weiß. Ich kann sagen, immer noch wach, immer noch offen, immer verletzlicher auch. Im Alter möchte ich nicht jung aussehen, sondern glücklich sein. Ja, ich würde sagen, macht euch nicht so einen Kopf übers Älterwerden.